So Leute, jetzt gucken wir nochmal in den Arena Manager und... Oh nee! Nee! Oh, ich habe vergessen auszubauen. Oh Mann! Alrighty dann und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir, Basti. Und heute wollen wir uns der Frage stellen, ob der Arena Manager das schlechteste Feature ist in Shakes and Fidget. Und das Ganze werde ich aus meiner subjektiven, individuellen Ansicht erläutern. Das heißt, ihr habt vielleicht eine andere Meinung. Wir werden es sehen. Und wie bin ich überhaupt auf das Thema gekommen? Ich wurde gefragt, ob ich zu der ersten Ausgabe Shakes and Fidget, dem Magazin, einen Beitrag leisten will. Und ich wusste nicht so richtig, über was ich da schreiben soll. Und da kam mir die Aufgabe zurecht, hier, pass auf, ich habe noch den Arena Manager, willst du denn darüber nicht sprechen? Und da ging es genau um die Frage, das heißt, ich habe in der ersten Ausgabe auch in dem Magazin eben einen englischen Artikel dazu verfasst. Der wird die gleichen Inhalte haben wie das Video hier. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal das Magazin online, ist sehr sehenswert, echt krass, 5 Seiten voll mit Shakes and Fidget Content. Der Herausgeber will jede Woche ein neues Magazin rausbringen und ich frage mich wirklich, wenn der das so durchzieht mit so viel Content, wie lange kann er das überhaupt durchziehen? Wie viele Wochen wird er das schaffen? Also schaut es euch auf jeden Fall an, Shoutout an den Magazinisten. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, ob es der Arena Manager das schlechteste Feature ist oder nicht in Shakes and Fidget, nochmal kurz vorab. Der Arena Manager wurde 2019 erst in Shakes and Fidget eingeführt, also da war Shakes and Fidget schon 10 Jahre alt. Und der wurde auch durch Updates nochmal verbessert, mehrfach oder angepasst. Im Prinzip will ich euch aber erstmal erklären, was ist der Arena Manager? Der Arena Manager baut sich so auf wie hier. Ihr könnt euch vorstellen, ihr seid wie in einer, sag ich mal, in einer Arena. Deshalb ist es auch bei Arena dabei und heißt Arena Manager. Und ihr habt sozusagen simulationsartig wie bei Rollercoaster Tycoon verschiedene Stände, Gebäude, die ihr aufbaut zur Unterhaltung und die bringen halt Geld. Das ist der Sinn und Zweck des Arena Managers. Aufbau oder die Game-Mechanik dahinter ist ein Cookie-Clicker-Game. Das bedeutet, man hat verschiedene Ausbauten, die Geld bringen. Mit dem Geld kann man wiederum mehr Ausbauten farmen, die mehr Geld erscheffeln. Das Ganze läuft passiv über gewisse Zeiten und Werte. Ab einem gewissen Geldbetrag erwirtschaftet man sich dann zum sogenannte Runen, die man opfern kann. Und das Ziel ist es, wenigstens 1000 Runen zu haben, um gewisse Boni freizuschalten, über die wir gleich reden. Und zur Game-Mechanik selber muss man sagen, neben dem Design, was wirklich sehr schön aussieht, hat es halt leider nichts mit Shakes and Fidget zu tun. Als der Arena Manager neu kam, beziehungsweise als er angekündigt wurde, da hatten viele Leute, als auch ich, andere Vorstellungen vom Arena Manager. Letztendlich, dass es ein Cookie-Clicker-Game ist, was für viele nicht ganz so beliebt ist. Ja, war negativ aufgestoßen, man hat sich mittlerweile so ein bisschen dran gewöhnt, aber es ist von der Game-Mechanik wirklich eben was anderes. Klar werden auch in anderen Features passiv Boni erwirtschaftet, aber die muss man aktiv abholen. Hier läuft es passiv tendenziell die ganze Zeit durch, eben wie bei so einem Cookie-Clicker-Game. Wie gesagt, es ist Shakes and Fidget extern außer dem Design. Und warum macht man jetzt das Ganze? Es geht natürlich darum, dass man mit den Runen, die man geopfert hat, ab 1000 Runen geht's los, im Waffenladen, im Zauberladen oder auch bei Dungeons, überall, wo man Items finden kann, Items eben bekommt mit den sogenannten Runen. Und diese Runen sind extrem gut. Es gibt Schadensrunen, die speziell nur für Waffen gedacht sind. Zum Beispiel habe ich hier eine Waffe, die 3% Feuerschaden mitbringt. Die alte Waffe hat nur 2%. Das heißt 1% mehr Schaden für das gleiche Item. Und so baut sich halt das Ganze auf. Es gibt Runen, die Lebenspunkte erweitern. Es gibt Runen, die mehr Gold und XP bringen während den Abenteuern oder Expeditionen. Es gibt Runen, die höhere Widerstände mit sich bringen. Es gibt Runen, die die Items in ihren Werten verbessern, wenn man sie findet. Und es gibt Runen, die die Chance auf epische Gegenstände erhöhen kann. Und diese Prozente, die können es ganz schön in sich haben. Und das ist das große Plus des Arena Managers, wie ich finde. Denn diese Runen, die maximalen Werte dieser Runen sind bei den Waffen zum Beispiel 60%, beim Leben sind es 15%, bei den Resistenten sind es 75%. Das sind Werte, die extrem hoch sind, extrem variabel sind und die gilt es natürlich auch zu erreichen. Wann man jetzt ab welchem Punkt oder ab wie vielen Runen welche Prozente bekommen kann, das gibt es übrigens auch als Listenkalkulation über SF Game Tools. Ich habe euch das nochmal auch unten verlinkt, wenn ihr das für euren Char, für euren Progress mal checken wollt, was ihr überhaupt für Runen finden könnt oder wann ihr welche Runen finden könnt, ab welchem Punkt man die maximalen Runen finden kann. Das ist alles dort beschrieben, solltet ihr auf jeden Fall euch auch mal reinschauen. Und mittlerweile, da man den Arena Manager ab Level 105 freischalten kann und man nach Serverstart
bereits nach 3 Tagen schon locker 105 sein kann, wie ich auf Server EU9 mit dem Krieger auch gemacht habe, heißt es, man hat auch Anspruch auf diese Runen schon relativ nah zum Serverstart, im Midgame wie auch im Endgame. Und man will diese Werte einfach nicht mehr missen. Man muss sich auch mal vorstellen, dass Schadenswerte und Resistenzen und Lebensrunen ja nicht nur auf dem eigenen Chart drauf sind, sondern auch auf den Begleitern. Und wenn man diese Werte sonst wegführt, würden sie deutlich schwächer werden. Das heißt, für den gesamten Progress des Spiels sind diese Runen eklatant wichtig und eben auch bei den Abenteuern nicht zu vergessen, die XP- und Goldrunen, die permanent pro Abenteuer, pro Expedition mitwirken. Das ist ein extrem geiler Wert und wie ich schon erwähnt habe, ein großes Plus dieses Features. Daneben ist aber auch wieder ein negativer Part gefeatured. Man sieht halt, selbst wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, man geht in den Arena Manager, der im Übrigen Free-to-Play zu spielen ist, aber auch viele Pay-to-Win-Inhalte hat im Zuge des fahrenden Händlers, der jeden Tag kommt und entweder Zeit-Cheats mitbringt, im Prinzip Simulation dieses Games für 7 Tage maximal, oder der Ausbauten mit sich führt, die sozusagen zum Vergolden des Ausbaupunktes oder als Geschwindigkeitsvereinfachung gelten, kann man sich für alle kaufen, kostet Pilze. Wenn man alles Gold und beschleunigt hat, kann man es noch auf Platin ausbauen. Das Ganze kostet, glaube ich, wenn man jetzt nur die Ausbauten sieht, um die 4300 Pilze. Und dann kann man eben zusätzlich dann alle weiteren Tage eben diese Zeitskips nutzen. Das ist schon auf jeden Fall Pay-to-Win und ein großer Vorteil, denn Free-to-Play ist dieses Feature. Ich weiß nicht, ich wollte jemanden fragen, ich kam jetzt nicht dazu, ob es Free-to-Play jemand geschafft hat, den Arena-Manager jetzt schon so weit zu spielen, dass man die maximalen Runen finden kann. Ich denke, es ist vielleicht möglich nach 4 Jahren, bald 5, aber Pay-to-Win ist es schon, sage ich mal, auch eine Sache. Selbst wenn man voll Pay-to-Win reingeht, braucht man schon eine gewisse Zeit, um bis zum maximalen Punkt zu kommen. Und die Spannweite zwischen Free-to-Play und Pay-to-Win ist da relativ groß. Zumal man ja nicht nur die Pilze hier ausgibt, sondern man muss ja natürlich auch im Laden oder bei den Drops hoffen, die richtigen Runen oder die richtigen Höhe der Prozente zu finden. Denn dass ich jetzt hier 3% Waffenschaden habe, heißt nicht, dass ich immer wieder 3% Waffenschaden finden würde, wenn ich jetzt hier durchklicke. Ja, ich kann es ja mal machen. Gut, hier habe ich 3%, ist wahrscheinlich jetzt ein Vorführfaktor, ja, aber hier zum Beispiel 2%, ja. Das heißt, es ist nicht gesagt, dass man immer die bestmöglichen Prozente findet. Und das heißt, der Weg, gerade für Eco-Pilzer, ist ein ziemlich langer, denn die können nicht immer Pilze ausgeben, um wieder neue Gegenstände zu suchen. Oder man hat mal einen Gegenstand gefunden, den man kaufen will, der hat dann aber nicht die richtige Rune. Dann muss man über den Runentausch, Swap Runes im Prinzip, dann wiederum Pilze ausgeben. Früher war es gar nicht möglich. Das wurde dann nochmal geändert. Aber es ist trotzdem relativ teuer, 20 Pilze dafür auszugeben. So Eco-Pilzer werden also diese Funktion nicht immer nutzen können und haben auch einen eklatanten Nachteil gegenüber Leuten, die wirklich viele Pilze in den Arena-Manager stecken. Denn man muss definitiv, bis man eine Dungeon-Pause spielt, zumindest oftmals die Gegenstände ändern. Die gar keine Dungeon-Pause spielen, die werden das immer wieder haben. Aber selbst wenn man Dungeon-Pause spielt, will man vielleicht doch bessere Items haben, um bei den Gildenkämpfen besser dazustehen, dergleichen und so fort. Also das ist ein permanenter Pilzausgabefaktor, der wirklich relativ hoch ist. Und wenn man das jetzt kombiniert, ist eben die Spannweite zwischen Free-to-Play und Pay-to-Win extrem hoch. Der fahrende Händler wurde verbessert, dass er nicht auf 20-Stunden-Basis kommt, dass sich die Leute nachts den Wecker stellen müssen, damit sie den Händler gleich spielen, sondern jetzt auf Tagesbasis. Das ist im Prinzip hauptsächlich auch nur ein Vorteil für die Pilzer. Also einen richtigen Vorteil für die Free-to-Play-Spieler gab es nicht oder wird es wahrscheinlich auch nicht geben, sondern der hat sich hauptsächlich auf die Pilzer bezogen und das führt eben zu einer noch größeren Spannweite innerhalb dieses Features. Und wenn wir das jetzt alles mal kombinieren, haben wir also ein Game-Feature, was nichts mit Shakes and Fidget zu tun hat, sondern auf einer Basis basiert, die nicht ganz so beliebt war, die aber ein schönes Design verpackt hat und die wenigstens die Möglichkeit gibt, Ressourcen passiv zu farmen. Also man ist jetzt nicht gezwungen, jeden Tag überhaupt hier reinzuklicken. Wenn man es aber nicht macht, hat man natürlich auch nicht viel gewonnen. Ein Feature, was dann aber ein extrem geiles Ergebnis mit sich bringt, also so auf so einem Late-Game-Char oder Mid-Game-Char sieht es dann grob so aus, dass man relativ fast ich habe gar nicht die bestmöglichen Runen hier drin, aber eigentlich fast alles in einem Ding hat. Also mir fehlen hier noch 2 Resistenten, 2% Resistenz und Schaden fehlt mir hier einmal. Beim Assassinen braucht man ja eben 2 pro Waffe. Ja, das sind richtig, richtig geile Werte. Ich kann es nochmal sagen. Das macht so viel aus und es ist so vielseitig. Das kommt alles nur durch den Arena Manager. Und das wiederum
ist wie gesagt ein großes Plus, aber führt auch gleichzeitig zu einer sehr hohen Diskrepanz zwischen Pay-to-Win und Free-to-Play. Also ich bin hier auch noch nicht ganz am Ende angekommen. Ab einem gewissen Punkt bringt es hier eigentlich gar nicht mehr weiter zu spielen. Man hat da viele Pilze investiert in den ersten 2 Jahren. Dann findet man theoretisch die bestmöglichen Runen, aber auch nur auf Epics. Ja, das ist auch wieder so ein Faktor. Man kann natürlich Free-to-Play mittlerweile auch einige Epics bekommen, aber die bestmöglichen Runen findet man halt auch nur auf Epics. Das führt auch wieder zu einer höheren Spanne zwischen Free-to-Play und Pay-to-Win. Und wenn wir das mir alles so zusammenlegen als Argumentation, finde ich, dass der Arena Manager nicht das schlechteste Feature ist. Denn diese Werte, die gibt es so, ein grobes Feature, was gleichzeitig so viele permanente Boosts mitbringt, gibt es in der Form nicht. Ja, es gibt natürlich einzelne Features, die einzelne Sachen auch sehr gut boosten und die mega wichtig sind, aber nur durch den Arena Manager prinzipiell diese Vorteile in verschiedensten Richtungen zu führen, das gibt es nirgendwo. Und deshalb ist es für mich nicht das schlechteste Feature, aber der Arena Manager ist sicherlich eins der unbeliebtesten Features von mir und sicherlich auch von euch, aber das ist nur meine Meinung, deshalb bin ich gespannt, wenn ihr da eine andere Ansicht habt. Schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Und ja, letztendlich, was würde ich euch empfehlen, wenn ihr euch vor der Frage stellt, jetzt bei EU9 oder auch EU10, der kommt, wie ihr den Arena Manager spielen wollt. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr pilzt, dann kauft euch die Ausbauten für die, für den Sitzplatz. Also im Prinzip Vergolden und Speed-Vorteil, weil jedes Mal, wenn man Runen opfert, geht das Ganze hier auf 0. Und dann dauert es wieder, bis man hier loslegen kann. Und da ist das sehr sinnvoll. Und tendenziell vielleicht die Toilette, wenn ihr sie dann mal habt, dann holt euch diese Ausbauten auch dafür, weil die Toilette hier macht im Prinzip 50% der Erwirtschaftung aus. Sobald man sie permanent nutzen kann und ausbauen kann, ist die Toilette eben extrem wichtig. Das kann man machen als Eco-Pilzer. Ansonsten solltet ihr keine weiteren Pilze, außer vielleicht für den einen oder anderen Timeskip, ausgeben. Und mehr Pilzen solltet ihr beim Arena Manager nur, wenn ihr auch bereit seid, die Pilze auszugeben, die ihr braucht für die ganzen Items. Ja, was natürlich hilfreich ist mittlerweile, auch für die Free-to-Play-Spieler, ist die Änderung im Twister, dass ab gewissen Stufen im Wirbelsturm dann auch ein Epic zu finden ist. Ja, Schattenwelt und Tower sind natürlich auch Features, die Epics mit sich bringen. Das heißt, wenn man den Arena Manager über 1000 Runen hat oder verschiedenen Grenzen hat, kann man dann durch diese Features auch relativ gut Epics generieren. Man kann durch Epic Events beim Hütchenspieler das bekommen, beziehungsweise Würfelspieler oder auch durch die Abenteuer. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Das ist auf jeden Fall besser geworden und auch Free-to-Play-freundlich. Aber ihr solltet, wie gesagt, sonst keine Pilze großartig in den Arena Manager stecken, wenn ihr nicht bereit seid, auch immer wieder die Pilze zum Blättern oder eben zum Runentausch auszugeben. Das bringt dann keine Punkte. Das ist meine Empfehlung. Abschließend, ich bedanke mich fürs Zuhören. Haut rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.